Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In ihrem humorvollen Ratgeber Am Arsch vorbei geht auch ein Weg präsentiert Alexandra Reinwarth eine erfrischend lockere Perspektive auf ein allzu bekanntes Problem unserer modernen, stressbeladenen Gesellschaft. Die Neigung, sich zu viele Sorgen zu machen über Dinge, die eigentlich nicht so wichtig sind. Die Autorin motiviert Leserinnen und Leser dazu, Gelassenheit und Souveränität in den Alltag zu integrieren, indem sie sich bewusst entscheiden, bestimmte Dinge weniger wichtig zu nehmen und davon profitieren, insgesamt glücklicher und entspannter zu leben. Die Autorin ermutigt dazu, sich von unwichtigen Sorgen, Erwartungen anderer oder selbst auferlegtem sozialen Druck zu verabschieden. Mit kreativen, lebensnahen Beispielen, humorvollen Beobachtungen und anhand der eigenen Alltagserfahrungen gelingt es Reinwarth, ein unkompliziertes Lebensgefühl und eine direkte Herangehensweise an Sorgen und Belastungen aufzuzeigen. Ihre leicht zugänglichen Strategien sprechen jene an, die sich unter Druck gesetzt fühlen oder ständig versuchen, Erwartungen gerecht zu werden. Sie lässt die Leser erkennen, dass es nicht nur okay ist, sondern durchaus erstrebenswert, manchen Dingen gekonnt keine spezielle Aufmerksamkeit zu schenken. Reinwarths Ansatz verspricht ein heiteres, befreiendes und lebenswertes Konzept vom Leben, das viele Leser inspirieren kann, Dinge lockerer zu sehen, unnötigen Stress zu reduzieren und aktiv für eine positive Veränderung der eigenen Lebenseinstellung einzutreten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Warum wir lernen sollten, unwichtigen Dingen keine Aufmerksamkeit zu schenken. Reinwarth verdeutlicht eindrucksvoll, dass es ein bedeutender Schritt zu einem zufriedenen und ausgeglichenen Leben ist, unwichtige Dinge beiseite zu legen und sich stattdessen auf das Wesentliche zu konzentrieren. Eine Hauptursache für viele heutige Lebensprobleme ist die Tendenz, jedem Konflikt, jedem kleinsten Vorfall und jeder negativen Anmerkung eine hohe Bedeutung zuzuschreiben. In humorvoller und zugleich ernsthafter Weise zeigt sie, wie das Loslassen von Belanglosigkeiten die Lebensqualität erheblich verbessert und neue Energie für wirklich relevante Themen freisetzt. Die Kunst ist es, zu differenzieren und klar zu entscheiden, was tatsächlich Aufmerksamkeit verdient und was nicht. Zweitens: Die befreiende Kunst des Nein-Sagens. Ein wesentliches Element in Reinwarths Philosophie ist die Fähigkeit, bewusst Nein zu sagen. Viele Menschen ertappen sich regelmäßig dabei, zu etwas Ja zu sagen, was eigentlich nicht mit ihren persönlichen Vorstellungen und Wünschen in Einklang steht. Diese Angewohnheit resultiert aus der Angst, abgelehnt oder weniger geschätzt zu werden. Die Autorin ermutigt, selbstbewusst und ohne schlechtes Gewissen Nein zu sagen, um damit die Kontrolle über eigenes Leben und das eigene Glück zurückzugewinnen und sich von belastenden Verpflichtungen zu lösen. Reinwarth zeigt auf sympathische und praxisnahe Weise, wie befreiend es ist, Entscheidungen im Einklang mit der Innerlichkeit zu treffen und dadurch mehr Zeit und Energie für erfüllende Lebensbereiche zurückzugewinnen. Drittens: Umgang mit den Erwartungen anderer Menschen. Erwarte nichts und dein Leben wird entspannter. Nach diesem Prinzip betrachtet. Reinwarth die Einflussnahme von äußeren Erwartungen auf das persönliche Wohlbefinden. Besonders in sozialen Kontexten fühlen sich viele teils unbewusst gezwungen, stets bestimmten Erwartungen gerecht zu werden. Ob beruflich, privat oder in Bezug auf gesellschaftliche Normen, die Autorin vermittelt, dass der Weg dauerhaft zur Zufriedenheit darin besteht, sich von dieser Last bewusst zu befreien. Hierbei geht es nicht um Ignoranz gegenüber anderen, sondern um die Erkenntnis, dass die Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins und die Reduzierung von unnötigem Druck von außen essentiell sind, um ein authentisches und erfülltes Leben führen zu können. Viertens: Selbstakzeptanz als Schlüssel zur Gelassenheit. Ein zentrales Thema in Am Arsch vorbei geht auch ein Weg ist die umfassende Akzeptanz der eigenen Stärken und Schwächen. Reinwarth verdeutlicht, dass es entscheidend ist, in Frieden mit dem eigenen Selbst zu leben, um wirklich glücklich sein zu können. Anhand zahlreicher Beispiele zeigt sie, wie verletzlich und kritisch Menschen sich selbst gegenüber oft sind.
Indem Selbstzweifel und überzogene Perfektionsansprüche abgebaut werden, entsteht Raum für echte Zufriedenheit. Besonders die humorvollen und lebensnahen Anekdoten helfen, Selbstakzeptanz als starke Ressource zu erkennen und dadurch nachhaltig Gelassenheit zu fördern. Schließlich praktische Anleitung zur Umgestaltung des eigenen Lebens. Neben den theoretischen Ausführungen bietet das Buch wertvolle praktische Anleitungen und konkrete Handlungsaufforderungen, um den Weg des entspannten Lebens nachhaltig umzusetzen. Reinwart gibt Empfehlungen im Umgang mit Kritik, Anleitungen zur besseren Kommunikation sowie alltagstaugliche Methoden zur aktiven Stressbewältigung und zum Umgang mit innerer Unruhe. Sie schlägt beispielsweise vor, regelmäßig bewusst zu reflektieren, was man loslassen möchte und weshalb dies dem eigenen Wohlbefinden zuträglich sein könnte. Die Leser erhalten durch diese pragmatischen und unmittelbar umsetzbaren Ratschläge wirkliche Hilfestellungen, um nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Zusammenfassend: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg von Alexandra Reinwart, richtet sich vorrangig an Menschen, die sich oft unter Stress gesetzt fühlen, Sorgen mit sich herumtragen oder zu viele Erwartungen an sich heranlassen. Der Ratgeber ist ideal geeignet für jene, die auf humorvolle, aber dennoch tiefgründige Art lernen wollen, eine entspanntere Haltung gegenüber belastenden Situationen einzunehmen. Dieses Buch ist hervorragend geeignet, da es leicht verständlich, humorvoll geschrieben und unmittelbar lebensnah ist. Zudem gelingt es der Autorin, komplexe Themen und Sorgenmomente des Alltags auf lebendige Art greifbar zu machen und ebenso praktische, sofort anwendbare Ratschläge zu bieten. Durch die realitätsnahen Beispiele, die humorvolle, offene Sprache und die unmittelbare Anwendbarkeit der beschriebenen Werkzeuge hebt sich Reinwart eindeutig von anderen Selbsthilfebüchern ab. Ihr Buch veranschaulicht pointiert, warum ein entspannter und positiver Blickwinkel auf die Lebenswirklichkeit essentiell für die geistige Gesundheit und allgemeine Lebensqualität ist. Es ist hilfreich für jeden, der sich weniger Stress, mehr Lebensfreude und eine unkomplizierte Herangehensweise an alltägliche Herausforderungen wünscht. Wer diese Art von Ratgeber sucht, sollte dieses Buch bewusst auswählen, um mehr Leichtigkeit, Sorglosigkeit und Gelassenheit authentisch im eigenen Leben zu etablieren. Wenn Sie unterstützen möchten, Alexandra Reinwart, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.